Wir sind jetzt ein Stück weiter gegangen und zwar sind wir bei den E-Citaros. Hier steht nochmal die technischen Sachen. Ihr könnt das aus dem Internet natürlich dann auch alles raussuchen. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Sachen technisch will ich euch jetzt auch nicht damit belasten. Aber wir können uns das Teil mal anschauen. Schaut euch das mal an. Ja, ganz in Silber. Die fahren ja auch schon in Hamburg, die Vorgänger von dem schon rum. Vom Design her wirklich auch gut. Mit den ganzen schönen Lampen. E-Citaro. Hier hinter sehr wahrscheinlich auch wieder der Kühler und sowas. Ja. Ja, hier ist der Kühler auf der Seite. Der hat hier oben auch, schaut mal, auch wieder, dass man hier sehen kann, wer hier auf der Seite steht. Wirklich hilfreich für den Fahrer. So, mal schauen, was wieder möglich ist. Hier ist wieder zu viel Publikum, aber vielleicht schaffen wir. Warum hat er auf der linken Seite auch noch mal? Ah, zum Ladevorgang beenden. Hier kann man den auch noch mal zum Laden. Okay. Ja, so geht's auf. Ich denke schon. Ein Batteriefach hat er hier unten. Sehr schön mit den ganz kleinen Lampen hier. Ja. Hier natürlich auch für die Assistenten hilfreich. So, wir haben Glück, ist gerade offen. Können wir hier direkt hier so reingehen. So, jetzt sitze ich mal in einem schönen Citaro. Ja, richtig schön. Ah, der hat zusätzlich zu den Spiegeln, schaut mal Leute, die Kameras, die ich euch vorhin außen gezeigt hatte, nochmal die Möglichkeit, was hinter einem passiert, links, rechts passiert mit den 360 Grad, kann man genau komplett alles sehen, was um den Bus passiert. Jetzt haben wir das ja auch gelernt, genau, der Kameramann, der kann da mal gucken, wie das da alles funktioniert. Ja, den würde ich zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Stadt, hier so in Lünen, so fahren wollen, ja. Schöner Citaro. Ich hatte auch gerade gar keine Mühe. Habe mich direkt drauf gedrückt. Die Leute wollten gerade die Türen aufmachen, ging nicht. Die denken, oh, abgeschlossen. Ich habe nichts abgeschlossen. Einfach mal draufdrücken und dann geht die Fahrertür hier auf. Ja, im Prinzip, wenn ich so gucke, denke ich, ich bin in meinem Mehmet OE-Bus. Ja, ein bisschen alles gleich. Aber wenn man dann weiter guckt, natürlich E-Citaro, was Besonderes. Super. So, hier machen wir mal wieder zu. Die anderen kommen da wieder nicht rein. Ja, drin Holzoptik, Sitze, ja, nichts Gravierendes, sag ich mal. Ich bin mal hier von der Seite gekommen. Gut. Wir gehen weiter zum nächsten Bus. Das ist der Stand, wo ich euch hinführen wollte. H2 ist jetzt im Kommen, Leute. Auch Citaro möchte gern mal mit Wasserstoff fahren. Gesagt und getan. Hier steht das Teil. Natürlich noch unerforscht, sage ich mal. Keiner weiß, was mit dem Teil ist, ob es Zukunft hat oder nicht, ob sich das rehabilitiert, so besser gesagt. Mal schauen, was der so alles kann und hat. Tam yerini buldum. Tam bir şey yapıyorlar işte. So, der Kameramann zeigt euch mal, was der so alles hat. In der Zeit gehe ich schon mal hier rein. Auch hier die Tür einfach mal draufdrücken.
und dann geht es sofort auf. Stand da irgendwas von Toyota-Technik? Toyota-Technik, okay. Toyota-Brennstoffzellen, Antriebstechnik oder so. Wir müssen uns gleich mal gucken. Leute, ich hätte euch das echt alles mal gezeigt, aber hier ist wirklich... Wo ist denn Musik an hier? Warum ist die Musik an? Gleich haben wir Copyright. Mach mal aus. Wenn einer euch das richtig erklären würde und zeigen könnte, wäre natürlich besser. Aber guckt mal, wie viele hier Leute sind. Die sind überall verteilt. Jeder macht sein eigenes Süppchen. Und wenigstens kann ich euch hier so zeigen, guck mal, das Gelbe leuchtet auch, wenn jemand an der Seite ist, an der Säule da. Seht ihr das? Wie bei unseren Citaros. Und hier hat sich nichts geändert. Nur eben halt, dass der Antrieb mit Wasserstoff ist. Wasserstoff ist für mich neu, für uns alle sehr wahrscheinlich neu, aber es ist in Common. Wir machen mal weiter mit dem schönen Citaro. Ich habe hier gerade schon gesehen, der hat hier so Lederoptik. Auch hier, das sieht auch sehr schön aus. Aber im Schülerverkehr, im Betrieb, echt eigentlich viel zu schade. Ne? Wenn sie sich vernünftig hier hinsetzen würden und zur Schule oder überall hinfahren, wäre ja kein Problem. Aber nein, die machen da ihre Füße so, dann reißen die hier irgendwie etwas. Das muss doch nicht sein, Leute. Naja, das tut mir jetzt schon wieder weh. So, wirklich sehr schön. Auch hier mit den Stangen kann man sich hier so festhalten, wenn man überfüllt ist oder so. Ja, im Prinzip wie die anderen Citaros, auch mit der Optik. Hier mit diesen Sitzen hier, wenn hier Rollatoren oder so, die können sich Kinderwagen einfach mal hier hinsetzen. Und über die Technik kann ich im Moment noch nicht allzu viel sagen. Vielleicht finden wir ja einen Experten, der das dann sagt. Aber alles spielt sich sehr wahrscheinlich hier hinter ab. Ja? Und das war ja auch der Kühler mit dem Teil. Und mal gucken, vielleicht finden wir ja einen, der uns das erklärt. Wie vorhin der eine Kollege, der war wirklich nett. Leute, wir sind jetzt mal ein Stück weiter gegangen und zwar zu dem Turismo, der einzige Citaro Reisebus, der als Mercedes eben halt hier vorgestellt ist. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wenn wir die Möglichkeit haben. Natürlich ist der auch sehr gefragt, dieser schöne Reisebus. Wir gucken uns mal auf Deutsch, natürlich ist das irgendwo auf Deutsch. Ja, hier für jeden, für Sie perfekt mit seinen 13 Metern. ZF, das ist ja immer für euch wichtig. Eco Live. Fahrerassistent Active Brake hat er auch. Im Prinzip Sideguard auch wieder mit diesem Zweier Sideguard. Bestuhlung 48 plus 2 und nochmal plus 1. Was ist denn jetzt damit gemeint? Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht wieder so ein Rollstuhlding ist, was man kann. Lass uns mal überraschen. Wir gucken mal, dass wir reingehen können. Wir stellen uns mal hier an, dann gehen wir mal rein. Im Moment können wir nicht rein, weil er gerade besetzt ist. Aber was ich ja gerade erwähnt hatte, auch wie bei den anderen Setras mit diesen Zeitassistenten, beidseitig. Der hat die auf der rechten Seite. Ich habe euch ja gerade gesagt, manchmal erzähle ich auch und ihr kriegt das ja dann immer raus, dass es nicht stimmt. Aber hier stimmt es, der hat die auf der anderen Seite auch. Und natürlich mit der neuen Spiegelkameran, muss man ja schon sagen. Sind ja in dem Sinne kein Spiegel. Und der eine Kollege hatte mir vorhin auch erzählt, dass dadurch tatsächlich durch diese Spiegel Kraftstoffeinsparung erfolgt. So, wir gucken gleich mal. Hier hinten haben wir den auch nochmal, den schönen Turismo. Mal gucken, haben wir die Möglichkeit. Oh, da stehen wieder welche an. Ne, wir haben, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, mal da reinzukommen. Irgendwie. Oder ich schicke den Kameramann voraus, der drängelt sich da und guckt sich das alles mal an, was da so gibt. Sieht schlecht aus, der Kameramann kommt auch nicht durch. Ja. Auch wieder, ich merke das schon, Leute. Guck mal, wenn jetzt ältere Leute jetzt hier sind zum Beispiel, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, die erklimmen müssen. Selbst ich habe Probleme, hier hochzukommen. Wenn man hier hinguckt. Ja, die sitzen hier und ruhen sich aus. Oh, das sieht ja mal geil aus hier mit diesem Stern. Ja. Aber, warte mal, wenn ich hier so sitze.
Doch, Beinfreiheit geht. Ja, das ist immer wichtig beim Reisebus. Wenn man einen Reisebus hat, dass die Beinfreiheit auf jeden Fall gewährleistet ist. Ja, ganz normaler Turismo eben halt. Ne? Ich habe bis jetzt noch keinen Bus gesehen mit dieser Theaterbestuhlung. Gut.